So, meine Lieben, schnappt euch irgendwas Süßes, vielleicht idealerweise einen Donut und dann noch eine Tasse Tee oder Kaffee und dann starten wir doch los in ein neues Set, das endlich zusammengebaut worden ist und das nämlich von Christophs Mom. In dem Sinne danke an dich, dass du das so super zusammengebaut hast und dieses Mal extrem schnell, muss ich sagen. Ganz richtig. Sie liebt ja die Modular Buildings genauso wie wir. Jedes Mal, wenn eines dieser tollen Gebäude rauskommt, dann haben wir uns nicht mehr unter Kontrolle, bis wir auf den Kaufen-Button geklickt haben, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben. Diesmal ist es eine Polizeistation geworden für 2021, kostet 180 €, hat aber dafür mehr Teile als die vergangenen Ausfolgerungen der Modular Buildings und wir haben uns gedacht, jetzt wo es fertig ist, werfen wir nochmal einen kurzen Blick drauf, bevor wir dieses tolle Set in die Stadt integrieren. Und ich würde mal sagen, wir starten wie immer zuerst mal kurz mit den Figuren. Genau. Also, wir sehen hier, eine Polizeistation braucht natürlich Polizisten, ist ja ganz klar. Und da haben wir 3 an der Stück hier dabei. Was da wackelt, falls ihr das noch nicht kennt, das ist übrigens so eine Art Angel mit einem Donut drauf. Lasst euch von der noch nicht irritieren. Aber genau, 3 Polizisten, eine Polizistin und 2 Herren. Einer, ja, mit so einem, wie nennt man das? Sprechgerät. Ein Funkgerät nehme ich an. Ein Funkgerät. Einer mit Handschellen und sie hat eine Tasse in der Hand und sie ist auch die einzige von den 3, die ein Wendegesicht hat, klarerweise, denn die Herren der Schöpfung haben hinten keine Haare, sondern nur so einen Hut auf. Ja, dafür eine coole Polizeikappe, muss man anmerken. Das stimmt allerdings und die Uniform, muss ich sagen, die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich hoffe, ihr seht das hier recht gut. Dann haben wir noch 2 weitere Figuren dabei. Wir haben einerseits eine Dame, die offensichtlich im Donutladen arbeitet. Und dann haben wir noch den Herrn, der eben diese lustige Angel hier hat. Der arbeitet im Zeitungsladen, der da auf der anderen Seite von der Polizeistation ist. Und auch hier haben wir wieder bei der Dame nur ein Wendegesicht. Und falls ihr euch fragt, was das hier sein soll, ich zeige es euch gleich, was die Dame hier in der Hand hält, ist, glaube ich, so eine Art Kaffee... Kanne. Ja, Kaffeekanne, genau. Danke. Heute bin ich Rita, direkt fehlen die Worte. Ich weiß nicht, bin es ich, ist es die Polizeistation? Ich glaube eher Letzteres, aber wir bekommen das schon irgendwie hin. Und ich muss sagen, ich war ja zuerst skeptisch, weil, wie es geheißen hat, eine Polizeistation, habe ich mir gedacht, naja, das ist irgendwie gar nicht das, was mich so interessiert. Aber vom ersten Eindruck her und auch von außen gefällt sie mir recht gut, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, es ist ja noch dazu nicht nur, dass diese Polizeistation in der Mitte hier monumental aufgebaut ist, es sind ja noch 2 kleine Sidebuilds so mehr oder weniger dabei und es sieht eigentlich, muss ich trotzdem sagen, aus wie aus einem Guss. Also auch die Hinterseite ist diesmal ganz nett gelöst, es ist natürlich nicht besonders viel los. Hier hätte vielleicht noch eine kleine Mülltonne oder sowas Platz finden können, aber dennoch sehr nett und es ist relativ massiv und groß. Also alle denen die Geschichte mit dem Bookshop zu niedrig war oder auch viele haben ja gesagt, die Corner Garage hat irgendwie so wenig Substanz, da ist so wenig dahinter. Das ist ein richtig massives Gebäude und ihr bekommt da wirklich sehr viel und auch sehr gute Steine für euer Geld. Ich würde sagen, wir zerlegen das Set mal ein bisschen, denn Oder sollen wir noch starten, vielleicht mit diesem Detail am Rande? Rita ist die Chefin, ich bin heute nur ihr Assistent, dann bitteschön. Nein, aber ich finde das einfach so cool, weil du gerade vom Bookshop geredet hast und da ist ja dieser Baum außen beim Bookshop dran. Und ich finde ja Bäume ganz nett und wir haben auch sehr viele Bäume bei uns in der Stadt. Aber ich finde das eine extrem coole Sache, dass hier direkt an der Mauer quasi von diesem Gebäude da irgendein Grünzeug raufwächst. Was auch immer das dann genau ist, aber ich finde das einfach extrem cool, weil das hatten wir ja bei den anderen Modular Buildings noch nicht, soweit ich
Ein paar wirklich coole Details, da hast du recht, auch zum Beispiel auf der anderen Seite hier mit diesem Werbeschild, mit diesen großen bedruckten Fliesen. Hier sind ja Aufkleber eher nicht mit dabei, was gut ist. Das mögen wir sehr, ihr wisst es. Wie gesagt, diese Fliesen gefallen uns wirklich gut und das ist ja auch eine Anspielung an den Waschsalon aus der Detektei, aus dem Detektivbüro. Und das Set hat übrigens auch ein paar Anwandlungen, die wir aus dem Detektivbüro kennen. Mehr dazu dann, wenn wir es euch zerlegen. Gibt es sonst noch was du gleich herzeigen möchtest? Ja, vielleicht kommen wir gleich dazu, denn ich denke mir, das gefällt ja auch noch zur Unterfassade. Was ich nämlich nicht wusste, ist dieser Spalt hier unten. Wir werden euch dann das gleich noch ganz genau zeigen, wieso der eigentlich da ist. Da ist wirklich ein Riss in der Mauer. Und ich dachte, dass das irgendwie nur gedruckt ist oder irgendwie ein Aufkleber, wie ich das erste Mal gesehen habe. Aber nein, es ist wirklich ein Loch in der Mauer. Das ist echt cool. Sie haben sich da einiges überlegt bei dem Set und was mir besonders gefällt, ist, dass da irgend so eine kleine Geschichte dahinter ist. Ähnlich wie wir es schon bei manchen Modular Buildings gesehen haben. Das hat auch zum Teil mit den Figuren zu tun, die hier dabei sind. Also es tut sich da was und da ist auch dieser kleine Spalt nicht unrelevant, sage ich mal. Genau. Gut, dann starten wir mal mit dem Hineinschauen ins Gebäude und dann kommen wir ja zur Geschichte auch. Mit dem Erdgeschoss, würde ich mal sagen. Immer gut. Und zwar, ihr kennt es, wir haben bei den Modular Buildings, hoppala, da fliegt gleich der Baum davon, immer sehr stürmisch. Gefließte Gehsteige, was sehr gut ist. Die werden wir dann einwandfrei in unsere Stadt integrieren können, hier auch mit einer Sitzmöglichkeit am Rand. Besonders gut gefallen mir diese neuen Bäume, das ist eigentlich eine tolle Idee mit dem, das ist eigentlich so ein Zahnradartiges Teil aus... das ist ja zum Beispiel bei diesem Eislaufplatz. Zum Beispiel, genau. Oder auch bei dem Friends Cupcake Laden. Auch beim Super Mario war das Set ein paar Mal dabei, glaube ich, aber das ist wirklich eine tolle Idee. Hier haben wir, wie gesagt, auf dieser Seite hier den Eingang zum Donutladen, wo ihr auch diese neuen bedruckten Donut-Teile seht, diese runden 2x2er mit Loch. Und auf der anderen Seite haben wir eine Straßenlaterne, eine klassische und dann auch noch diesen kleinen Zeitungsladen, von dem kann man auch das Dach runtergeben. Da sind 2 toll bedruckte Zeitungen dabei, eine ist sogar neu, die mit dem Donut-Dieb. Innen ist sie leer, aber außer bis auf einen Donut, glaube ich. Ja. Aber da kann man ja auch noch nicht viel machen, weil der Platz hier sehr eng ist. Auf jeden Fall, das Dach ist auch cool gelöst, hier in dunkelgrün. Ein paar Blümchen hier und da. Ich muss sagen, mich begeistert ja dieser Donutladen extrem. Denn direkt sowas haben wir eigentlich noch nicht. Wir haben zwar schon solche Läden, wo sie eben Süßigkeiten verkaufen oder auch den Cupcake-Laden oder sonstiges, aber der erinnert mich schon sehr an Amerika. Und ihr wisst, wir sind riesen Amerika-Fans. Und das ist einfach wirklich Urlaubserinnerung pur, oder? Den haben sie cool hinbekommen. Schlechter Kaffee, dafür gute Donuts. Genau. Auch von den Farben erinnert mich das sehr an Dunkin' Donuts, muss ich ganz ehrlich sagen. Hinten die Theke ist voll gefüllt mit allen möglichen leckeren Sorten, also da würden wir uns bestimmt welche finden. Ja. Und uns gefällt einfach dieses Farbschema hier sehr gut vom Donutladen. Interessant ist auch, dass es sich vom Grundriss hier ein bisschen abhebt, also ihr habt hier bei der Stiege, wo das Erdgeschoss der Polizeistation ist, hier so eine kleine Ecke, was ganz cool ist, weil, jetzt muss ich schauen, auf welcher Seite das ist, dadurch wird der Donutladen ein bisschen größer und es ist sogar hier so ein kleiner Tisch, wo man sich dann noch hinstellen kann als Kunde und dann im Stehen so seinen Donut essen kann. Tolle Kassa, wie gesagt, die Farbe ist cool und übrigens auch auf der anderen Seite Sand Green. Endlich haben wir wieder mal Sand Green Teile. Ihr wisst, Christoph liebt Sand Green. Eine meiner absoluten Lieblingsfarben, nicht nur wegen dem Green Grocer. Hier der Eingang zur Polizeistation ist relativ monumental, fast schon klassizistisch angehaucht. Hier mit den schönen Türen, die auch so Türgriffe haben. Eben. Mit diesen Laternen, mit den durchsichtigen Steinen hier das Licht reinkommt. Also das sieht wirklich toll aus. Ja. Bedruckte Police
Fliese in dunkelblau und im Erdgeschoss, ihr habt es vielleicht schon gesehen, der Polizeistation haben wir hier dann so eine Art Rezeption mit einem Telefon, eine Uhr, dann einen coolen Getränkespender, sowas haben wir auch noch nicht gesehen. Extrem gut. Und dann eben die Stiege, die relativ massiv gebaut ist, also die ist an mehreren Stellen direkt mit der Wand verbaut, was toll ist, denn dann fällt sie nicht so leicht runter. Sie haben auch daran gedacht, das ist auch übrigens beim Gehsteig schon, dass sie immer wieder Jumperblades hier integrieren, damit man auch die Figuren platzieren kann. Und hier in dem Sandgreen-Teil des Hauses, das gehört eigentlich zur Polizeistation. Hier seht ihr schon die Gitter. Hier ist eine Arrestzelle. Also hier ist auch hinten das Fenster. Und hier ist ganz spartanisch ein Klo und ein Bett. Aber was da das Besondere dabei ist, ich habe da fast ein bisschen zu große Hände, aber ich versuche es. Man kann das Bett hinaufklappen. Genau. Und dann ist da drunter, man glaubt es kaum, ein Loch gebuddelt und das wurde offensichtlich mit einem Löffel gebuddelt. Also der arme Mann oder die arme Frau, die da drinnen gesessen ist oder sitzt, die muss ganz schöne Arbeit leisten, dass sie sich da rausbuddelt. Richtig, ja. Und das ist wie gesagt wahrscheinlich auch der Zusammenhang mit diesem Loch hier, denn er versucht sich offenbar hier unter seinem Bett durchzugraben und ist hier schon wahrscheinlich noch 1-2 Tage, dann kommt er hier durch, so kommt mir das vor. Wir haben zwar eigentlich gar keinen Häftling, also der fehlt mir irgendwie. Gut, wir haben genug aus den ganzen Polizeisets, aber der wäre hier noch ganz nett gewesen, wenn er dabei gewesen wäre. Also wie gesagt, das ist mal das Erdgeschoss. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen möchtest, sonst gehen wir weiter zum ersten Stock. Ich würde auch sagen, wir gehen einfach weiter, denn der erste Stock, muss ich sagen, gefällt mir auf jeden Fall nicht weniger gut. Den darf Rita gerne präsentieren, so wie sie das immer macht. Also, ich fange wieder an über dem Cupcake-Laden, denn wir sind zuerst auch mit dem Cupcake-Laden gestartet und da seht ihr, hier ist ein Zimmer eingerichtet mit einem Bett, einem Teppich und ja, einer ganz kleinen Küche und auch so einem Plattenspieler hier hinten. Was das Besondere auch hier wieder ist, lustigerweise auch unter dem Bett findet sich auch hier ein Loch. Das ist, finde ich, sehr praktisch. Also ich finde, wenn das mein Bett wäre, wäre ich da voll zufrieden, denn der oder die Person, die hier schläft, kann dann einfach das Bett hochklappen, sich hinunterlassen in den Cupcake-Laden und sich direkt den Kaffee und den Donut holen. Oder vielleicht auch mit Hilfe dieser Angel kann sich der Zeitungsjunge, der Zeitungsträger dann einen Donut genehmigen. Und vielleicht ist ja auch er selbst der Donut-Dieb aus der Geschichte, man weiß es nicht. Er verkauft die Zeitung mit seinem eigenen Phantombild drauf, das ist schon sehr seltsam, aber warum nicht? Jedem das Seine, jedem das Seine. Genau. Und dann sind wir in der Polizeistation im ersten Stock. Das drehe ich hier mal, damit ihr das besser seht. Da ist quasi das Büro der Polizisten. Da haben wir auf der einen Seite ein Telefon, einen Schreibblock, hier auf dem Tisch. Auf der anderen Seite haben wir eine Schreibmaschine. Soweit ich weiß, ist das auch ein neues bedrucktes Teil, was mir sehr, sehr, sehr gut gefällt, muss ich sagen. Auch ein super weiteres Detail, das ich so, so cool finde, ist hier diese wie nennt man das, so eine Pinnwand, wo quasi die verschiedenen Indizien gesammelt werden. Ich bin jetzt nicht so der Kriminaltyp, aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Also die verschiedenen Hinweise gesammelt werden und dann hier mit diesem Gummiringel werden die dann quasi verbunden und dann finden wir sicher bald heraus, wer die Donuts gestohlen hat. Ich hoffe es zumindest. Der rote Faden zieht sich auf jeden Fall schon durch. Genau. Und ich bin mir sicher, dass unsere Kommissare hier schon auf der heißen Spur sind, wie man so schön sagt. Ups, und wie sieht man das jetzt hier am besten? Wenn wir dann eben da das gut gelöst haben, dann können wir noch quasi den Donut-Dieb an den Pranger stellen und ihn fotografieren. Und ihr seht, hier ist eben eine Kamera auf einem, auf so einem Ständer drauf. Und dann habt ihr hinten noch quasi eine weiße Wand. Man will natürlich da keine Hintergrundbilder
Spumpanadeln haben. Hoffentlich werden wir nie vor so einer Wand stehen. Das würde ich nicht so toll finden, auch wenn ich mich sonst eigentlich speziell gemeinsam mit Rita schon sehr gerne fotografieren lasse. Aber nicht unbedingt nicht auf so einem Polizeikommissariat, nein, nein. Genau. Und sonst haben wir hier nicht viel, außer hier vorne, da ist noch ein Donut hier auf dem Fensterbankerl und dann haben wir auch noch 2 solche Dosen. Das könnten vielleicht, keine Ahnung, so Filmrollen sein oder sowas für die Kamera, wenn es eine alte ist. Hier in diesem Stockwerk hätte man auf jeden Fall noch das ein oder andere Detail einbauen können. Das finde ich auch ein bisschen leer. Also es sind viele coole Dinge drinnen, auch allein schon das Geländer für die Stiege ist cool mit den dreieckigen Fliesen. Generell gefällt mir auch der Aufbau sehr gut. Es sind nämlich viele tolle Teile drin. Und was auch interessant ist, was ich zum Sagen vergessen habe, die Wand zum Teil, wo dieser Donutladen drin ist, ist immer ein bisschen niedriger. Das dient wahrscheinlich der besseren Bespielbarkeit. Ich weiß gar nicht, ob du das schon gesehen hast. Das war übrigens beim Erdgeschoss auch. Die haben natürlich dann die Polizei und der Donutladen, da ist die Wand gar nicht bis zum Plafond hinauf, aber das ist einfach von der Bespielbarkeit her sehr gut gelöst, da kommt man besser dazu. Ja, oder vielleicht ist das Zimmer von irgendeinem Polizisten und der hüpft dann einfach nur hier über die... Das kann natürlich sein. Auf jeden Fall ein paar coole Details. Auch der Wasserhahn hier in dieser Wohnung, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, hier mit diesem Technikteil, was ja sehr oft für irgendwelche Schalter verwendet wird, das ist einfach, aber sehr, sehr zweckmäßig. Ja, extrem. Also ich finde das sehr, sehr cool. Übrigens hier hinten ist noch diese Feuerleiter, also quasi so eine Mini Genau, wo man hinaufkommt. Genau. Und hier auf der Vorderseite auch toll gelöst, hier mit den verkehrt eingesetzten 1x2er Jumper Plates. Das ist auch ein Detail, was mir sehr, sehr gut gefällt. Auf die Idee wären wir speziell, ich gar nicht gekommen, glaube ich, dass man das so lösen kann, mit so einem einfachen, eigentlich günstigen Teil so einen coolen Effekt zu erzielen. Auf jeden Fall. Es geht weiter mit dem 2. Stock, wo sich das Gebäude jetzt schon ein bisschen verengt und verjüngt. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil wir haben hier auf der Seite dieses große Werbeplakat drauf. Das zeigen wir euch auch noch. Also wie gesagt, das ist von diesem Waschsalon aus dem Detektivbüro. Hier coole Straßenlaternen mit den Juwelen in durchsichtig. Das kann man auch hinaufklappen, dass es nicht abbricht, wenn man das Stockwerk hinstellt. Dann haben wir auf der anderen Seite des Außenbereichs hier so eine coole Verzierung mit einem Ei. Und der süße Vogel. Ein Vogel, ja genau, auf den dürfen wir natürlich nicht vergessen, der sich auch einen Donut geschnappt hat. Also vielleicht ist auch er der Donut-Dieb. Und hier ein cooler Wasserturm gebaut aus diesen Hüten, die ich in dieser Farbe auch noch nicht gesehen habe. Im Inneren haben wir dann bei der Polizeistation das Verhörzimmer. Hier mit einem altmodischen Aufnahmegerät mit Tasse und so weiter. Dann haben wir hier eine Toilette, die auch alles hat, sogar Toilettenpapier Falls und alles. Falls man nervös wird bei dem Verhör, genau, kann ja vollkommen sein. Und dann kommt, wie gesagt, von hier kommt die Stiege rauf und dann haben wir hier noch eine kleine Pflanze. Und es geht dann noch durch eine Tür, die ist hier, eine Eisenbahntür. Finde ich sehr cool, dass sie die eingebaut haben. Geht es dann noch in einen geheimen Raum. Ich habe mir zuerst gedacht, was das sein soll. Und zwar ist das der Bereich über diesem sandgrünen Gebäude. Da kann man hier das Dach und die vordere Front so wegklappen. Und dann haben wir hier drinnen quasi die ganzen Materialien, die gesammelt wurden, die ganzen Hinweise, glaube ich, sind das hier. Weil da ist eine Brechstange drinnen. Eine Mütze von einem Räuber, also alles Mögliche an Hinweisen. Ja. Auch Kekse lustigerweise und Diamanten. Also wie gesagt, auch die Bautechnik hier mit diesem Winkel und dass man das so runtergeben kann, ist eigentlich ganz nett geworden. Cool. Und was ich auch noch cool finde, hier zum Beispiel im Verhörzimmer, wenn du das vielleicht mal drehst, diese Jalousien quasi. Auf die hätte ich jetzt fast vergessen, ganz richtig. Achtung, noch ein bisschen, genau.
die sind doch extrem cool. Das sind irgendwelche Leitern verbaut. Das sind Leitern, die sehr oft in Zügen vorgekommen sind, ganz klar. Dort aber meistens in schwarz. Hier haben wir sie jetzt in weiß. Das ist schon ein uraltes Teil, aber die passen da wirklich sehr gut rein. Das ist cool wirklich gemacht. toll. Ja. Generell, also die Front, viele sagen ja, die ist sehr monoton und einfach gehalten, aber mir gefällt das hier mit diesen Säulen und den Fenstern und den Fensterbänken. Hier auch immer wieder mal eine Klimaanlage oder sowas. Hier übrigens in dem Verhörzimmer sind auch lauter Abzeichen oder Medaillen an die Wand gebaut oder aufgehängt, besser gesagt. Wirklich, wirklich toll. Also mir gefällt's. Ja. Und dann, Du hast übrigens auf das Ei. Das Ei habe ich kurz erwähnt. Also das ist auch eine coole kleine Geschichte, das Ei hier auf das Dach zu positionieren. Oder vielleicht ist auch hier eine Henne mal vorbeigeflogen und hat genau hier ein Ei gelegt. Oder der blaue Vogel war das. Der blaue Vogel, der ist zwar das Ei so groß wie er selbst, aber kann natürlich sein. Wer weiß. Das Dach hier ist relativ kompakt. Wir haben hier nur so eine Sendeanlage, damit Sie wahrscheinlich mit den Polizeiwegen in der Nähe Kontakt halten können. Ja. Dann so eine Art Lüftung. Und das Highlight für mich sind hier diese umgedreht eingebauten, sind das Wolfsköpfe aus der Minecraft-Serie, glaube ich. Die gibt es auch nur exklusiv in diesem Set, weil normalerweise haben die ja bedruckte Augen drauf. Hier haben wir keinen Aufdruck drauf und dafür sind die hier so umgekehrt eingebaut. Das finde ich auch eine total coole Geschichte. Ja. Wir hatten ja schon Muscheln, diverses anderes Zeugs hier immer, Croissants, genau. Jetzt haben wir umgedrehte Wolfsköpfe, also das ist wirklich eine coole Idee. Oh ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir schon einige, wir sind ja nicht die Ersten mit unserem Review, das Set ist jetzt schon über einen Monat am Markt. Wir haben uns natürlich schon ein paar Reviews angesehen. Die Kritiken sind sehr positiv, was das Set anbelangt. Jenbrix zum Beispiel hat gesagt, ihm fehlt die Seele dieses Sets. Das Set hat für ihn keine Seele. Da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich nicht unbedingt. Es ist von den, keine Ahnung, über 10 Modular Buildings, die es gibt, jetzt nicht mein All-Time-Favorite. Ich finde, man hätte auch noch ein bisschen mehr Figuren dazu geben können, vielleicht wirklich noch einen Häftling oder so. Aber dass das Set keine Seele hat, das finde ich ehrlich gesagt nicht. Und speziell auch durch diese beiden Seitengebäude, hier in Grün und hier in Violett oder Pink, macht das irgendwie schon irgendwas aus. Das Gebäude hat einen Charme. Man kann es auch als Eckgebäude wunderbar nehmen. Hier zum Beispiel die Fassade mit dem Werbeplakat. Das würde sich sehr gut eignen. Oder auch diese Seite sieht einwandfrei aus, wenn die hier offen steht und wenn daneben nichts ist. Also ich muss sagen, es ist ein tolles Set. Also ich war ja sehr, sehr skeptisch, weil eben Polizeistation ist nicht so jetzt das Thema, was ich so super finde. Da hat mir die Idee mit Buchladen oder sowas besser gefallen. Aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Wahrscheinlich deshalb, weil ich so skeptisch war und mir gedacht habe, ja, ob das was Tolles wird. Aber ich finde die Einrichtung extrem cool und mir gefällt das Gebäude, weil ich finde, keine Ahnung, bei uns in der Stadt gibt es einfach auch sehr viele von diesen quasi alten Gebäuden und die sehen einfach so aus. Und ich finde das echt cool, muss ich sagen. Ich finde auch, ja. Also mir gefällt's. Eigentlich muss man wirklich sagen, Daumen nach oben. Das Set hat auch mehr Teile als die Corner Garage und kostet dasselbe. Das heißt, Lego ist eigentlich jetzt wieder günstiger geworden bei den Modular Buildings. Der Bookshop war ja generell um 10 Euro billiger. Wir haben auch noch, das haben wir übrigens bis jetzt unterschlagen, beim Kauf dieses Sport-Cabrio dazu bekommen, was auch ein cooles Gift with Purchase ist. Ich meine, das ist jetzt zwar nicht direkt beim Set dabei gewesen, aber ist ein cooles Set. Und viele haben geschrieben, sie hätten sich anstatt dieses Cabrios lieber einen Polizeiwagen gewünscht. Und lustigerweise hat auch der Designer dieses Sets, ich glaube, der heißt Versteinert oder sein Künstlername ist so, hat auch ein cooles Polizeiauto im Stil dieser Polizeistation auf den Markt gebracht. Das hätten sie auch umsetzen und hier reingeben können. Man kann aber auch, es gibt auch ein cooles Polizeiauto, zum Beispiel, ich glaube beim Quickie Mart, wo Chief Wiggum ja damit herumfährt, das würde auch vom Stil her hier dazu passen. Oder zum Beispiel auch bei einem Arkham Asylum Set, ich weiß nicht aus welchem Jahr, da ist auch so ein eher klassisches Polizeiauto dabei, denn die Lego City Polizeiautos passen da irgendwie nicht so dazu. Da muss man sich das ein bisschen anschauen. Uns stört es aber nicht, dass hier kein Polizeiauto dabei ist, denn wir haben schon einige. Auf der anderen Seite muss ich eben sagen, weil ich gesagt habe, eben bei uns in der Stadt gibt es auch eher so alte Gebäude.
Aber natürlich werden eher neue Autos gefahren. Also genau, ja. Stimmt, natürlich, ja. Autos werden schneller mal ausgetauscht als Häuser, das ist vollkommen richtig. Vom Ästhetischen her wird es natürlich besser dazu passen. Auf der anderen Seite natürlich, es werden von der Polizei keine Oldtimer, auf jeden Fall bei uns keine Oldtimer gefahren. Genau, ja. Von dem her, ja, gut. Sehen wir genauso. Mir ist es auch lieber, Sie geben die Teile, die in ein Polizeiauto geflossen werden, lieber ins Haus rein. Da merkt man, da sind dann 150, 200 Teile mehr drin und das macht sich bezahlt. Also wie gesagt, die Innenbereiche könnten ein bisschen mehr noch an Details vertragen da und dort. Speziell der Donut-Shop ist total cool. Von uns, oder besser gesagt von mir, gibt es eigentlich für dieses Set hier eine Kaufempfehlung, wenn ihr Lego-Stadt-Fans seid. Wir sind natürlich nicht voreingenommen, das geben wir ganz offen und ehrlich zu, weil wir diese Modular Buildings einfach lieben. Aber da bekommt man sehr viel für sein Geld und wirklich ein gutes Set. Ich finde auch. Ja. Die Frage noch kurz, wo wir das Set hinstellen. Ihr wisst ja vielleicht, wir haben ziemlich wenig Platz nur mehr in unserer Stadt für Modular Buildings. Da werden wir uns demnächst mal damit auseinandersetzen. Eventuell planen wir jetzt einen zweiten Teil der Innenstadt auf der linken Seite der Bahngleise, wo noch relativ viel Platz frei ist. Da wollten wir zuerst eigentlich einen Flughafen hinbauen. Jetzt haben wir uns aber dazu entschieden, dass dort vielleicht noch Häuser hinkommen. Denn Lego wird ja auch nächstes Jahr wieder mit einem Modular Building daherkommen. Vielleicht machen wir auch mal einen Mock oder sowas. Dann wird dort einfach neben dem Bahnhof, der hoffentlich jetzt auch mal entsteht, ein neues Stadtviertel entstehen und da wird das Polizeistation Modular Building das erste Haus sein, welches dort einziehen darf. Dann wird es sehr sicher dort. Das glaube ich auch. Ja, in dem Sinne sagt uns, was ihr davon haltet. Habt ihr es schon gekauft? Was sind eure Meinungen dazu? Warum ja, warum nein? Gibt es noch irgendwas, was man verbessern könnte vielleicht daran? Wir sind immer wieder offen für Tipps da, wenn ihr sagt, vielleicht auch hinten, was man hinter das Haus noch bauen könnte. Das wäre natürlich auch vielleicht nicht schlecht, denn das sieht doch etwas nackt aus. Vielleicht kann man sich da noch irgendwas überlegen oder vielleicht irgendeine Szene, die da ganz lustig wäre. Mal schauen. Sieht von hinten fast so aus wie die Fassade von unserem Einkaufszentrum. Ja, ich habe es ja auch gedacht. Genau. Und dann würde ich sagen, holt euch einen Donut und eine Zeitung und genießt den Tag. Ganz genau, ja. Wir sehen uns, liebe Freunde. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Bricks Go Wild. Wir schicken euch liebe Grüße und bis bald. Tschüss.